PXN bringt mit dem V10 ein Einsteigerpaket samt Shifter und Pedale im Preisbereich von rund um 300 € an den Start. Ich kümmere mich um alle Details des PXN V10 Bundles samt ausführlichem Rennstreckentest. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. PXN hat dieses Bundle zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das PXN-Portfolio und weitere Peripherie in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen und euch selbst ein Bild machen. Buchen und besuchen heißt die Devise. Alle Infos und das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Es gibt für dieses Review keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters und biete auch keine Discount-Codes an. Doch nun kann es losgehen. Kommen wir zu einem Überblick. PXN betritt das erste Mal meinen Kanal und ich habe mit dieser Marke bis dato noch keine Vorerfahrungen auszuweisen. Bei meiner Recherche bin ich über das Vorgängermodell V9 und auch über ein anstehendes Direct Drive Paket namens V12 gestoßen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das PXN V10 ist bei diversen Resellern, unter anderem bei Amazon, Stand Juni 2023 um etwa 300 € gelistet. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Wheelbase, ein abnehmbares Lenkrad im GT-Stil, Pedale, Shifter, Tischbefestigung und alle nötigen Kabel samt Netzteil und einer kurzen Bedienungsanleitung. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, das ist die Montage. Die PXN V10 Wheelbase wird über die integrierte Adapterplatte an das Rig geschraubt, alternativ über die im Lieferumfang enthaltenen Klemmen am Tisch befestigt. Die Pedale weisen 4 M6 Innengewinde auf, über die das Pedalset an das Rig geschraubt werden kann. Der PXN-Shifter wird über die integrierte Gewindestange direkt ans Rig oder deinen Tisch geschraubt. Gewindelöcher für die Direktmontage bietet der PXN-Shifter keine. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, das ist die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei PXN um ein System, welches mit dem beigepackten Lenkrad kompatibel ist. Der Quick Release erlaubt einen Lenkradtausch und deutet zukünftig alternative Möglichkeiten an, über die ich aber Stand Juni 2023 noch nicht Bescheid weiß. Kapitel Nummer 5: Kompatibilität, Plattform und die Software. Das PXN V10 Paket ist Stand heute uneingeschränkt mit dem PC kompatibel.
wenn der entsprechende Spielesupport gegeben ist. Konsolensupport ist mit PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und S gegeben. Weiters bietet PXN V10 eine App, mit welcher Einstellungen direkt an der Wheelbase vorgenommen werden können. Über meine getesteten Szenarien und auch diese App sprechen wir dann ausführlich in ein paar Minuten im Rennstreckentest. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Power. Das PXN V10 Paket bringt um die 2,5 Newtonmeter Drehmoment an die Motorachse. Dieser Messwert wurde von mir selbst ermittelt, eine gewisse Schwankungsbreite bzw. Messtoleranz ist natürlich vorauszusetzen. Vom Feeling her rangiert das PXN V10 im Bereich eines Logitech G29, G923, gefühlsmäßig vielleicht eine Spur darüber. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, das ist die Technik. PXN V10 verbaut eine Zahnradlösung in Sachen Antrieb, gleich wie Logitech DFGT G25, 27, 29, 923. Diese Technik bringt eine Geräuschemission mit sich, die es zu berücksichtigen gilt, wenn ihr in hellhörigen Wohnungen unterwegs sein wollt. Kapitel Nummer 8, Technik, Abmessungen und Ausstattung. Alle diese technischen Details, die fasse ich zusammen und das sehen wir uns am besten live und direkt am Shifter, am Lenkrad, an der Base, an den Pedalen und sonstiger Peripherie an. Viel Spaß damit. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick nochmal über den Lieferumfang. Und hier legt PXN jede Menge bei. Und zwar, dass du die Peripherie direkt mit der Wheelbase verbinden kannst oder auch Standalone, sprich von der Peripherie zum PC. An einem Beispiel hier ein Shifter. Du kannst den PXN-Shifter hier über dieses Adapterkabel, wartet, lasst mich gucken, hier verbinden und dann direkt zum PC gehen. Hier ist ein Anschlusskabel mit bei. Oder du schnappst dir dieses Verbindungskabel mit diesem Telefonbuchsen-ähnlichen Anschluss und kannst dann damit direkt an die Wheelbase gehen. Sprich, Wheelbase-Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich. Gleiches gilt auch für die Pedale. Du kannst die Pedale hier mit den gängigen USB-Anschlüssen direkt zum PC verbinden oder über die telefonähnlichen Buchsen hier RJ, irgendwas wie diese Dinger heißen, von Pedal direkt zur Wheelbase. Das heißt, Standalone-Betrieb möglich, alle Kabelvarianten mit bei, vorbildlich gelöst in meinen Augen. Lasst uns mit dem Überblick über die Peripherie beginnen. Der Shifter von PXN im Lieferumfang mit bei. Ihr seht ein relativ einfaches Modell. Ihr kennt diesen Bau ähnlich wie bei Logitech, soweit ich dies noch in Erinnerung habe. Ihr habt eine Tischklemme hier, die könnt ihr hier über dieses Gewinde eben an eurem Tisch befestigen bzw. an eurem entsprechenden Rig. Eine Montage über Gewindelöcher hier unterseitig mit diesem Shifter ist nicht vorgesehen, aber bei diesen Betätigungskräften, ihr habt relativ geringe Betätigungskräfte, da wird euch dies mit dieser Befestigung über dieses Gewinde absolut genügen. Ein ganz üblicher 6-Gang-Haarschaltungsshifter, die Buttons bzw. die Schaltgassen, die belegt ihr dann im entsprechenden Spiel und dann kann die Party losgehen. Ihr habt noch zusätzlich bei diesem Shifter 2 Buttons zu belegen. Die sind hier gekennzeichnet mit Low-High, wenn ihr den Euro-Truck-Simulator und zwischen den Getriebestufen wählen wollt, beispielsweise belegen, oder hier einen Park-Handbremsen-Button, wie auch immer ihr das wollt, frei belegbar und eine Kontrollleuchte, die euch anzeigt, wenn dieses Ding verbunden ist, entweder mit der Wheelbase oder direkt zum PC hin. So viel zum Shifter, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir zum Überblick über dieses PXN-Lenkrad, ein beigepacktes Lenkrad im Bundle im üblichen GT-Stil. Das seht ihr, GT-rund, unten abgeflacht, ein kleiner Durchmesser. Ich gebe euch die wichtigsten technischen Daten dieses Dinges durch. Ihr habt einen Lenkraddurchmesser von 27 cm zur Abflachung hin unten 24,5, 25. Ihr habt einen recht griffigen, recht dicken Lenkradkranz. Der hat einen Durchmesser von um die 3 cm, würde ich jetzt so sagen. Hier 35 auf 28, etwas oval. Hier mit dieser üblichen 10:2 Stellung für eure Daumen. Ihr seht innenseitig relativ sauber vernäht in meinen Augen. Ihr habt als Überzugsmaterial so eine Alcantara-Nachempfindung, so fühlt sich dies zumindest an. Ihr habt einen kleinen, das ist glaube ich sogar Metall, so einen kleinen Metallring als Mittelstellungsring hier eingefasst. Diese Frontplatte, die diese ganzen Buttons einfasst, die ist auf jeden Fall Metall.
Das ist aus einer Metallplatte etwas rausgestanztes mit einer Dicke von 3 mm. Fühlt sich solide, fühlt sich kühl an. Ja, ihr habt ein Kunststoffgehäuse hier rückseitig und dann entsprechend für den Quick Release diese Spring-Loaded Pins, die lassen sich dann versenken, wenn diese an die Kontaktflächen zur Wheelbase gelangen und mit der Überwurfmutter festgezogen werden. Frontseitig eine Buttonbelegung, hier jeweils 4 Buttons links, rechts und unten die entsprechenden Buttons, gekennzeichnet ähnlich dem Konsolenschema, wie ihr dies kennt. Das ist die vorderseitige Ausstattung, hier relativ gut erreichbar, da kleiner Lenkradurchmesser klarerweise. Und rückseitig, wenn wir das Lenkrad jetzt rückseitig uns nochmal angucken, ihr habt Up- and Downshift und hier unterseitig analoge Pedals eingefasst. Was ist der Unterschied? Up- and Downshift, Klick, On, Off, Button betätigen und analoge Achsen, die einen Weg über eine Achse an dein Spiel übermitteln. Beispielsweise, wenn du eine Handbremse dosiert ziehen willst, eignet sich hierfür eine analoge Achse. Was kannst du mit analogen Achsen noch machen? Wenn du nicht mit Pedalen unterwegs sein willst, kannst du rein theoretisch auch hier rechts beispielsweise das Gas über eine analoge Achse belegen und hier dosieren und ebenso die Bremse, wenn du im Bewegungsapparat eingeschränkt bist. Auch diese Möglichkeit besteht, wenn du dies in Spielen belegen kannst, wie dies bei den meisten PC-Spielen auf jeden Fall der Fall ist. Kommen wir noch zu weiteren technischen Details dieses Lenkrads. Es ist ein sehr leichtes Lenkrad. Das ist wiederum sehr wichtig, da ihr mit einer beschränkten Bandbreite und Force Feedback Power unterwegs seid und dieses Ding soll noch halbwegs agil bleiben. Wir haben hier ein Gewicht von 567 Gramm von diesem Lenkrad, ein sehr leichtes Lenkrad, kleiner Durchmesser, kleiner Hebel und vom Drehmoment kommt dann noch etwas an der Grifffläche bzw. an deinen Händen an. Wir machen etwas später den Force Feedback Power Test und dann werden wir schauen, in welchen Kräftebereichen sich dieses Bundle dann einordnet. Welche wichtigen Maße gibt es für euch noch? Kommen wir eventuell zu einer für euch wichtigen Info. Das ist bei einigen von euch in Sachen hellhörigen Wohnungen, Nachbarn, keine Ahnung. Da geht es darum, welche Geräuschemissionen so ein Paket mit sich bringt. Ich halte mal die Klappe, gucken wir mal auf die Lautstärke der Shifter. Da seid ihr bei einem moderaten Klickgeräusch der Shifter von um die 69 Dezibel. Hier werdet ihr in hellhörigen Wohnungen kein Problem bekommen, wenn jemand neben dir in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Den könnte eventuell dieses Shifterklicken stören. Aber für einen Nachtbetrieb durch Wände dürftest du dieses nicht durchhören. Die analogen Shifter absolut geräuschlos. Die stärkeren Geräuschemissionen kommen dann direkt von der Wheelbase, Zahnradgetriebe, das kennen wir. Das hört ihr auch bei meinen Ingame-Aufnahmen dann, aber dazu etwas später. So viel jetzt zu diesem Lenkrad, zur Ausstattung dieses Lenkrads. Ich würde sagen, wir setzen fort mit der Wheelbase. Die PXN V10 Wheelbase, die kommt fix fertig montiert mit so einem Adapter-Bracket. Daher, das ist ein Vollmetall-Bracket, das ihr hier sehen könnt. Hier gewinkelt und dann über diese Überwurfschale, über diese Applikation aus Kunststoff dann mit der Wheelbase beidseitig verbunden. So sieht dieses Ding aus. Wie gesagt, ihr habt hier ein Metall-Bracket, Materialstärke 2 mm und über diese Löcher 3 links und 3 rechts könnt ihr dieses dann an ein Rig oder sonst wo befestigen. Das Gewicht dieses Dinges natürlich über dieses etwas schwere Adapter-Bracket wird erhöht, der Base, und da seid ihr dann bei 2300 Gramm, 2,3 Kilogramm. Was bringt die Wheelbase jetzt in Sachen Ausstattung mit? Ihr seht hier vorderseitig der entsprechende Quick Release, über den wir auch jetzt beim Lenkrad vorher gesprochen haben. Hier nochmal zurück zum Wheel, die Spring-Loaded Pins, diese versenkten Pins. Diese treffen dann eben auf diese Kontaktflächen und die Signalübertragung findet dann statt. Die Sache mit dem Überwurfring bzw. dieser Überwurfmutter funktioniert im Test sehr gut. Ihr habt relativ wenig Spiel zu vermelden. Ich hatte hier absolut keine Probleme. Du hast ein wirklich lang genuges Kabel, ein USB-Kabel, das direkt mit der Wheelbase verkabelt ist. Um die 2 Meter lang, das sollte genügen, um deine Anschlüsse entsprechend zu erreichen.
Noch ein paar wichtige technische Daten jetzt zu dieser Wheelbase, die ich euch durchgebe. Ist eine sehr kompakte, eine sehr klein gehaltene Wheelbase. Und wenn ich euch diese jetzt durchmesse, ihr habt so eine Breite von um die 155 mm. Ihr habt in der Höhe sind wir bei um die 120. Ihr habt eine Bautiefe dieser Wheelbase, da seid ihr mit Quick Release bei 220 mm und eben dieses Adapter Bracket trägt nochmal um 2 mm auf. Ja, der Quick Release, der ist hier sauber verbaut, hier unter dieser Abdeckung direkt ins Gehäuse integriert, in meinen Augen eine saubere Lösung. Und wenn wir uns dieses Ding jetzt rückseitig hier angucken, da seht ihr so diesen roten Umschalter, Drehwinkel 900 oder 270 Grad. Dann habt ihr die Anschlüsse hier oberseitig für euren Shifter, für eure Pedale, den Stromanschluss fürs Netzteil und einen USB-Anschluss, mit dem ihr dann eure Controller verbinden könnt. Dies wird dann benötigt, um die entsprechende Konsolenkompatibilität Xbox, PlayStation 4 herstellen bzw. gewährleisten zu können. Machen wir weiter mit den Pedalen. Die PXN-Pedale, die kommen relativ wuchtig daher. Ihr seht so ein großes Layout, ähnlich erinnert mich an die Bauweise der Thrustmaster TLCM-Pedale. Ihr habt eine andere Technik, keine Low-Cell-Technik. Ihr habt in meinen Augen die Hall-Sensoren verbaut hier, die die Annäherung bestimmen und dann entsprechend das Signal wiedergeben. Komplett zerlegen möchte ich an dieser Stelle diese Dinger nicht, da ich diese noch für euch in meinem Testcenter langfristig betreiben möchte. Die Pedalplatten könnt ihr dann über dieses Lochbild entsprechend nach außen oder nach innen setzen. Hier habt ihr unterschiedliches Layout, klarerweise, das ihr einstellen könnt. Wenn ihr beispielsweise mit dem Bremspedal etwas weiter links wollt, mit dem Gaspedal weiter rechts, werdet ihr genug Platz für eure Füße, auch große Füße, an diesem Pedalset haben. Ihr habt out of box so einen Anstellwinkel, da seht ihr von um die 70 Grad. Wollt ihr eine neutrale Position an eurem Rig, sprich 90 Grad, müsst ihr dies über die Pedalplatte des Rigs dann herstellen, so wie ich dies bei meinem Simetic X2 bewerkstelligt habe. Ihr habt rückseitig diese Federn, um den Widerstand der Pedalkräfte zu bilden. Das heißt, ihr habt relativ leichtgängige Federn verbaut. Messen wir die Pedalkräfte durch. Ihr habt an der Kupplung hier, ich habe ergänzungshalber über dieses Gewinde noch die maximale Kompression hergestellt. Das heißt, ich habe diese Gewindeschraube nach Maximum oben gedreht, mit dieser Kontermutter befestigt, um euch die maximalen Kräfte hier auslesen zu können. Gucken wir uns jetzt die Kräfte hier am Kupplungspedal an, ungefähr in diesem Bereich gemessen. Da sind wir bis zur Endlage progressiv bei 3,6 Kilogramm ungefähr unterwegs. Beim Bremspedal, da habt ihr eine Kraft von 6,4 Kilogramm und beim Gaspedal sehr leichte 1,9, 2,2 Kilogramm. Ihr könnt dann, wie jetzt eben erklärt, 6,4 Kilogramm hatten wir in dieser maximalen Kompression, und wenn ihr jetzt hier diese Überwurfmutter ganz aufdreht und diese innenliegende Mutter, das geht leichter, wenn ihr jetzt diese Feder hier zurückzieht und dann diese Mutter zurückdreht, Feder wieder entspannt. Jetzt habt ihr ein etwas leichteres Feedback und kommt dann von den 6,4 Kilogramm auf, ich würde sagen, um die, ja, sind das 5,2, 5,3 Kilogramm nach unten. Das ist ein leicht spürbarer Effekt, den ihr erzielen könnt. Hohe Bremspedalkräfte könnt ihr hierbei nicht erzielen, für den Bodenbetrieb aber auf jeden Fall geeignet, damit diese Pedale euch nicht wegrutschen. Bei einem Rig-Betrieb in meinen Augen hätte PXN etwas kräftigere Federn noch beiliegen können. Ich denke, diese Konstruktion, die sieht relativ solide aus. Ihr habt auch hier einen Metallbolzen, der hier eingebracht wurde. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, hier auf Pedalkräfte hochzugehen von 10, 12 Kilogramm. Das würde in meinen Augen dieses Pedalset auf jeden Fall hergeben. Da könnt ihr DIY, do it yourself, wahrscheinlich nachbessern. Wird es vielleicht diverse Mods geben, um mir eine etwas kräftigere Bremse an den Start zu bringen. Zu den Pedalen. Ihr habt eine Metallbauweise hier dieser Fußablageplatte. Ihr habt Metallbauweise dieser Pedalplatten selbst. Das sieht in meinen Augen relativ ordentlich aus. Wie gesagt, ist ein ähnlicher Klon der Thrustmaster TLCM Pedale in meinen Augen. Und unterseitig habt ihr hier
eingelassen 4 M6 Gewindelöcher, die könnt ihr hier sehen. Die sind relativ tief eingelassen, da müsst ihr relativ lange M6 Schrauben verwenden, M6x30, M6x40, um hier durch eine Rig-Platte bis hin zu den Gewinden zu gelangen. Ja, vorderseitig seht ihr Anschluss USB direkt an den PC oder via den RJ-Kabel direkt zur Wheelbase, auch das ist möglich. So viel jetzt zu diesen Pedalen, die um die 3-4 Kilogramm wiegen, aber das ist im Prinzip nicht relevant. Vielleicht noch ein wichtiges Detail, ihr habt diese rutschfesten Gummis hier für den Betrieb am Boden und wenn ihr jetzt diese Pedale am Boden betreibt und so ein Bremspedal tätigt, das könnt ihr hier gut sehen. Hier werdet ihr bei Kräften um 5 bis 6 Kilogramm, auch wenn jetzt hier kein Fuß drauf liegt, kein Kippen und kein Wegrutschen hier provozieren können. Das heißt, für den freistehenden Betrieb auf jeden Fall entsprechend gut dimensioniert. Und letztes Accessoire, das PXN beiliegt, sind diese Tischklemmen. Die könnt ihr dann hier entsprechend bei der Wheelbase anbringen, hier unterseitig und über diese Schrauben dieses Ding dann an den Tisch klemmen und somit betreiben. Sind aus Kunststoff gehalten, ihr seht auch hier wieder diese rutschfesten Kunststoffeinlagen, ebenso hier an der Oberseite. Ja, viel Spannenderes gibt es hier nicht zu berichten. Und innenseitig habt ihr dann diese Inbusschraube, die ihr dann entsprechend hinein oder herausdreht, um dieses Ding zu klemmen oder entsprechend zu lösen. Nächstes Kapitel: Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase und der komplette Quick Release bestehen aus Kunststoff. Haptisch fühlt sich alles klarerweise zweckmäßig an. Die Lenkrad-Frontplatte, Shifter-Pedals, Pedalplatten, Fußauflage und das Bracket zur Wheelbase-Montage bestehen aus Metall. Beim Lenkradkranz kommt als Überzug eine Alcantara-Nachbildung zum Einsatz. Beim Shifter kommt Kunststoff für das Gehäuse und Metall für das Schaltgestänge und die Abdeckung zum Einsatz. Die Bauteile sind ordentlich zusammengeschraubt, die Spaltmasse geht in Ordnung, der Lenkradkranz ist sauber vernäht. Nächstes Kapitel: die Akustik. Es dringen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen, wenn man mit rauen Settings unterwegs ist. Keine Angst, dies ist bauartbedingt durch den Zahnradantrieb normal und kein Reklamierungsgrund. Damit ist die Wheelbase nur bedingt wohnzimmertauglich, wenn jemand neben dir in absoluter Ruhe Fernseh gucken möchte. Die Schaltmechanik ist mit unter 70 Dezibel mit einem leisen Klicken eher zurückhaltend, was die Geräuschkulisse angeht. Von den Pedalen ist ein mäßiges, aber auch nicht störendes Klacken vernehmbar. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel: die Optik. Die in durchgehend schwarz gehaltene Wheelbase wirkt dezent und gleichzeitig sportlich, sehr kompakt. Der rote Streifen an der Oberseite lockert das Design etwas auf. Der Quick Release ist unauffällig in das Wheelbase-Gehäuse in das Design integriert. Das Lenkrad bietet eine Status-LED, die den Betriebszustand Konsole-PC signalisiert. Auf Drehzahl-LEDs oder ein Display muss bei diesem Modell verzichtet werden. Die Pedale bringen eine Metalloptik durch die Fußablage und Pedalplatten eben aus Metall an den Start. Die Federn sind farblich unterschiedlich gehalten. Weiter geht's mit der Software. Hier bietet PXN eine kostenlose App, die ich jetzt im App Store heruntergeladen habe und die im Betrieb absolut unauffällig funktionierte und nie abstürzte. Das Pairing verlief problemlos und diverse Profile sind vorinstalliert oder können selbst angelegt werden. Wir sehen uns dann die Zusammenhänge am besten im Rennstreckentest in ein paar Minuten an. Nächstes Kapitel: der Quick Release Adapter. PXN bietet in dieser Preisklasse ein nicht übliches Quick Release System. Lenkräder lassen sich somit wechseln bzw. austauschen. Stand heute, Juni 2023, ist mir derzeit noch kein alternatives Lenkrad als dieses beigepackte bekannt, aber mal sehen, was noch kommen wird. Das Quick Release System funktioniert werkzeugfrei mittels Überwurfmutter und bildet eine solide Verbindung zwischen Lenkrad und Wheelbase. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel: der Rennstreckentest, und dazu springen wir klarerweise wieder live ins Rig. Viel Spaß damit! Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit dem Civetic X2 32:9 Monitor, die komplette PXN V10 Peripherie. Und wir sprechen am Anfang über Assetto Corsa mit einem BMW E30, hier mit klassisch Handschaltung, Kupplung, Pedale, alles drum und dran.
und ich gebe euch ein Feedback von meinen Eindrücken. Danach springen wir in ein flotteres Fahrzeug, in irgendeinen GT3 und auch darüber werden wir über meine Rennstreckenerfahrungen sprechen. Beginnen wir, ich würde sagen, einfach mal mit der Schaltung, mit dem Einsatz von Schaltung, Kupplung, dem ganzen Pedalset und im Anschluss sprechen wir dann über die Lenkradbasis, über das Lenkrad. Und hier kann ich euch auf den ersten Metern rückmelden, macht PXN V10 mit diesem Modell in meinen Augen, und das ist jetzt wichtig für euch, diese Info, wir sprechen jetzt über ein Produkt, das das ganze Simracing-Portfolio hier mit Shifter, mit Pedalen, mit Lenkradbasis, mit Lenkrad rund um die 300 € abbildet. Einen ordentlichen Job. Ihr dürft euch hier jetzt keine Wunder erwarten und müsst meine Aussagen klarerweise auch objektiv einordnen. Ihr kennt meinen Kanal, wo wir des Öfteren High-End-Hardware, wo Pedale oder Lenkräder Standalone 1200 € kosten, testen. Hier geht es jetzt um ein Einsteigerpaket und auch hier möchte ich für euch objektiv Rückmeldung geben. Der Shifter macht einen Job, hier liegt der Vergleich klarerweise zu Logitech nahe, in meinen Augen. Es fühlt sich komplett gleich an. Hier das Schaltfeedback, ein leichtes Schaltfeedback, das klarerweise leichter ist, leichtgängiger jetzt, als ihr dies in einem echten BMW E30 geboten bekommt. Aber das Shifting funktioniert exakt. Ihr seid in diesen Schaltgassen unterwegs. Hier im 5. Gang in meinen Augen etwas hackelig, aber relativ einfach bedienbar. Ihr könnt euch noch zusätzlich Tasten hier belegen, hier oberseitig mit diversen Eingaben. Das ist interessant, glaube ich, für Truck Simulator Fans, hier mit diesem Low-High-Button, um, ich glaube, zwischen den Getriebestufen durchzuschalten und eine Parkbremse, die ihr hier belegen könnt, beziehungsweise markiert oder mit Optionen, die ihr eben wollt. Das ist nur eine Empfehlung hier, die hier aufgedruckt wurde. Das heißt, Shifter liegt in meinen Augen gut, ordentlich in der Hand, in dieser Preisklasse. Keine Wunderdinge erwarten, der tut, was er tun soll, sieht in meinen Augen ordentlich aus. Und ihr könnt hier so einen alten BMW E30 simulieren. Fahrzeuge eben Klassen, bei denen es erforderlich war, hier mit Handschaltung unterwegs sein zu können. Die Befestigung hier über diese Schraube, in meinen Augen jetzt hier im Rig-Betrieb auch ausreichend, da ihr absolut keine hohen Kräfte jetzt hier an den Shifter bringt und eine Direktverschraubung mit dem Cockpit, auch das ist vielleicht jetzt eine subjektive Meinung, aber ich denke, die ist nicht nötig bei diesen Kräften, die hier auftreten. Sprechen wir über die Pedale. Wie sieht es aus mit den PXN V10 Pedalen? Ihr habt ein Pedalset, das sehr leichtgängig ist. Sämtliche Pedale, die fühlen sich von den Kräften her, von der Betätigung sehr gleich, sehr ähnlich an. Ihr habt geringe Pedalkräfte am Start. Es ist für dich dann ein Vorteil, wenn du diese Dinger jetzt lose, sprich nicht montiert an einem Rig, freistehend Teppichbetrieb auf deinem Boden betreibst, wirst du keine Probleme haben, dass dir diese Dinger wegrutschen. Das ist klarerweise ein Vorteil für dich. Ein Nachteil, den diese niedrigen Kräfte mit sich bringen, ist, dass du dieses Bremsgefühl hier von einer kräftiger werdenden Bremse hin zum Endanschlag nicht simuliert bekommst. Das muss dir bewusst sein. Du hast ein leichtgängiges Feedback an den Pedalen, wo du lediglich den Weg mit dem geringen Widerstand zur Verfügung hast. So ein hartes Bremsen hin zum Endanschlag der Pedale, wie ihr dies bei Low-Cell-Lösungen kennt, die wird euch ein Pedalset in dieser Preisklasse bei keinem Mitbewerber bieten. Das Pedalset ist leichtgängiger jetzt als ein Logitech G29 in der Bremse. In meinen Augen trotzdem gut bedienbar. Du hast einen angenehmen Pedalweg. Du hast in meinen Augen sehr angenehme Größe des Pedalsets. Mir gefallen diese breiten Pedalplatten besser als diese schmalen Lösungen, wie dies ein
Logitech Pedalset bietet. Ich habe für meine Füße, für meine Schuhe wunderbar Platz hier drauf. Das fühlt sich angenehm an. Du kannst die Pedalplatten noch etwas versetzen in den Seiten, um hier noch die Abstände etwas zu variieren. Für ein Pedalset in dieser Einsteigerklasse jetzt bei meinen Rennstreckentests absolut keine Probleme. Ich denke, hier hätte PXN mit dem V10 eventuell noch eine andere Feder zugeben können. Dieses Pedalset würde es vertragen, in meinen Augen hier etwas kräftiger auch an den Start zu gehen. Ist Geschmackssache, aber optional für Modder wahrscheinlich die um ein paar Cent so eine extra Feder noch ordnen, um etwas kräftiger unterwegs sein zu können. Wahrscheinlich absolut kein Problem. Ja, so viel zum Pedalset. Ihr seht hier in meinem Rig jetzt, um ergonomisch unterwegs sein zu können, müsst ihr dieses Pedalset zu euch herneigen. Ich empfehle immer so den Winkel von um die 90 Grad zum Boden mit euren Pedalplatten dann bei der Betätigung. Und dann seid ihr ergonomisch unterwegs, ohne immer euren Fuß bei der Pedalbetätigung überstrecken zu müssen. Ja. Machen wir weiter jetzt mit dem Lenkrad und sprechen dann über die Lenkradbasis. Ich würde sagen, in diesem Punkt machen wir hier jetzt kurz mal Stopp. Gehen wir in eine andere Klasse rein, ohne Handschifter, nur mehr mit Gas und Bremse und dann mit den entsprechenden Shifter Pedals. Ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Weiter geht's mit einem 488 GT3 Ferrari, hier umgeschalten jetzt auf meine Shifter Pedals, ohne Handschaltung jetzt unterwegs und auch hierzu jetzt meine Erfahrungen. Wie sieht es aus mit der Performance? Ihr seht wieder, ich bin mit den kräftigsten Settings hier unterwegs. Ihr könnt dies oben erkennen an meinem Clipping-Meter, der leuchtet auch rot auf, um hier das Maximum jetzt auch an der Power für euch rückmelden zu können, die das PXN V10 bietet. Jetzt zu den Shifter Pedals beginnen wir eben mit dem Lenkrad. Du hast leicht gängig auslösende Shifter Pedals, die mit einem Klickgeräusch dir den Schaltzeitpunkt bzw. dieses Schaltfeedback geben. Auch das ist so in einem Kräftebereich, in so einem Niveau von einem Logitech G29. Ich finde die PXN V10 Schaltmechanik etwas knackiger in der Endlage als ein G29, G923 in der Standardversion. Ist klarerweise jetzt Geschmackssache, aber fühlt sich jetzt für diese Preisklasse in meinen Augen okay an. Was euch PXN V10 zusätzlich noch bietet, ihr habt analoge Pedals hier am Start mit keinem besonders guten Schaltfeedback. So viel gilt es festzuhalten, das ist eine rein zweckmäßige Lösung, um hier eine analoge Achse ans Lenkrad zu bringen. Aber die Möglichkeit habt ihr eben, wenn ihr jetzt zusätzlich noch eine Handbremse belegen wollt oder analoge Achse jetzt für Umblicken oder diverse andere Dinge. Was euch PXN V10 nicht bietet hier am Lenkrad ist irgendeine LED-Beleuchtung oder ein Drehzahlband. Auf dieses Feature, auf dieses Gimmick verzichtet PXN V10 in dieser Preisklasse vollends. Zum Lenkrad selbst, ihr habt einen kleinen Lenkraddurchmesser, um die 26 cm Durchmesser sind dies, der euch einiges von dieser Kraft, jetzt von diesen paar Newtonmetern auch ans Lenkrad liefert. Sprich, du spürst das Force-Feedback, du spürst eine Kraft, die sich hier aufbaut. Ordnet dies bitte wiederum objektiv ein. Wir sprechen hier um ein Komplettpaket. Ich weiß, ich wiederhole mich, von rund um die 300 €. Aber hier tut PXN V10 in Sachen Power einen angemessenen Job, so würde ich dies jetzt nennen. Zurück jetzt nochmal zum Lenkrad. Ihr habt gut erreichbare Buttons. Klarerweise durch diesen kleinen Lenkraddurchmesser habt ihr so gut wie alle Buttons. Das könnt ihr hier gut sehen. Gut erreichbar, ohne die Hände großartig vom Lenkrad nehmen zu müssen. Das ist ein Vorteil. Was gibt es jetzt noch zu diesem Lenkrad zu berichten? Die Shifter haben jetzt im Rennstreckentest einen angenehmen Abstand zu eurem Lenkradkranz. Ihr könnt diese gut erreichen,
Diese fühlen sich in meinen Augen jetzt von der Qualität, das sind Metallshifter-Pedals, adäquat an. Auch hier gibt es jetzt nichts Großartiges zu berichten. Und generell der eher dicke, größere Lenkraddurchmesser liegt auch angenehm in der Hand. Kann jetzt hier nichts Großartiges bekritteln, ist so eine Alcantara-Nachempfindung, die sich eben anders anfühlt als ein Glattlederbezug. Aber auch hier ohne Handschuhe, ich würde sagen, einen soliden Job ans Lenkrad bringt. Kommen wir jetzt zur Lenkradbasis, zur Wheelbase. Hier ein überraschendes Konzept, das PXN mit dem V10 ein Lenkrad bietet, das ihr abnehmen, sprich austauschen könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob PXN V10 hier noch andere Lenkräder im Portfolio haben wird. Vermutlich, sonst hätte dieses System keinen Sinn. Lassen wir uns überraschen, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht ein Formula Wheel oder ähnliches. Jetzt für uns wichtig ist, das zeige ich euch jetzt hier und bleibe kurz stehen. Ihr habt die Möglichkeit, hier über die App PXN V10 direkt mit eurem Smartphone, Tablet oder sonst etwas zu verbinden und direkt Eingriff nehmen. Hier gut gelöst, ihr seht PXN V12, das sieht nach einer anstehenden Direct Drive Wheelbase von PXN aus. Eine V12 Lite, das ist in meinen Augen eindeutig ein Direct Drive Wheelbase Konzept. Hier auch mit so einem Lenkrad, mit so einem Drehzahlband und hier in unserem Fall das PXN V10. Du klickst hier auf Search und im Nu ist dieses Ding connected. Du musst hier nichts über WLAN oder sonst was verbinden und du bist dann direkt hier mit deinem Lenkrad verbunden, kannst hier den Drehwinkel, diverse Effekte ändern, beispielsweise jetzt hier Force Feedback, ich zeige euch das jetzt on the fly, setzen wir mal Force Feedback komplett runter, die Power, sehen wir mal, ob dies direkt übernommen wird im Spiel. Lasst mich hier fortsetzen gehen und ihr seht, das Lenkrad geht komplett leer durch, klarerweise verliere ich jetzt mit diesem Setup vollkommen die Kontrolle über mein Fahrzeug. Und gucken wir uns jetzt mal an, wie dies on the fly aussieht. Das heißt, Force Feedback auf 0 gesetzt, Lenkrad geht leer durch. Und wenn ich jetzt hier diesen Regler bediene, on the fly auslasse und sofort wird dies übernommen. In meinen Augen sehr ordentlich, sehr gut gelöst. 100% sofort merkbar. Zusammengefasst, ihr könnt euch mit diesen Werten etwas rumspielen. Die großen Änderungen in meinen Augen bringen diese Werte nicht mit an den Start. Du spürst marginale Änderungen, teste dich hier durch, finde dein geeignetes Setting, aber wie bereits erwähnt, extrem große Unterschiede wirst du hier nicht rausspüren können. Du hast jetzt hier kurz, um dies nochmal durchzugehen, in diesem Menü, lasst mich kurz stehen bleiben. Du hast in diesem Menü so einen Testing-Button, da kannst du sämtliche Werte testen, sämtliche Eingaben, das könnt ihr hier gut sehen. Auch Gas, Bremse, Kupplung und hier den Lenkwinkel. Das sind so diese Testwerte. Hier hast du dann noch offizielle Games, die du implementiert hast. Da kannst du hier diese Settings öffnen oder Add Configuration, eine eigene Konfiguration an den Start bringen. Ich habe dies bereits gemacht mit hier RON und ich klicke auf Open, habe hier so diese Settings, die du dann anwählen kannst. Bin hier etwas runtergegangen mit diesen Out-of-Box-Werten. Auf jeden Fall ein nettes Gimmick, so eine App zur Hand zu haben. Dir gelingen in-game sehr einfach Änderungen dieser kompletten Settings. Gehen wir jetzt nochmal zurück direkt ins Spiel und ich möchte euch abschließend jetzt nochmal eine Rückmeldung geben, wie sich so ein Einsteigerlenkrad jetzt anfühlt, was ihr von der Strecke erwarten könnt. Was hat es mit den Effekten auf sich? Für dich wichtig, du hast eine limitierte Bandbreite der Power. Das heißt, entsprechende Lenkradkräfte, die sich aufbauen, nachlassen, ein Rutschen stärker, kräftiger simulieren, die wirst du hier klarerweise suchen müssen. Das muss dir bewusst sein. Jetzt hier zum Beispiel in so einer Kurve, wenn ich jetzt etwas zu früh und zu kräftig ans Gas gebe und hier dieses Rausrutschen simulieren möchte, hier wirst du kaum nachlassen
deines Downforces bzw. deines Grips spüren. Du musst dich in dieser Lenkradklasse, in dieser Preisklasse wieder mehr auf deine Ohren, auf dieses Rutschen, auf dieses Quietschen deiner Reifen verlassen. Das wirst du schwieriger rausspüren, wann dir hier ein Grip nachlässt, wann du zu früh ans Gas gehst, ein Übersteuern provozierst, um das Fahrzeug abzufangen. Hier gilt es auch für mich jetzt von diesen High-End-Setups wieder etwas runterzusteigen, dies wieder etwas zu verinnerlichen, neu zu lernen. Das ist so ein Punkt für mich, der dich als Neueinsteiger aber im ersten Moment nicht betrifft, da du dieses Feeling von entsprechender High-End-Hardware jetzt nicht mit diesem Produkt dann gegenüberstellen wirst. Auf den Punkt gebracht, für uns wichtig, ich bin einige Runden hier mit Watkins Glen gefahren, ein längeres Rennen um die 10 Runden, und mir gelang es nach einigen Runden auch relativ konstante Rundenzeiten hier auf die Strecke zu bringen. Das heißt, das ist ein Gewohnheitseffekt, den ich wieder neu erlernen musste, aber der in meinen Augen funktionierte. Das heißt, du hast eine beschränkte Bandbreite an Power, beschränkte Bandbreite an Force-Feedback-Effekten, auch hier über die Curbs. Du wirst nicht alle Effekte simuliert bekommen. Diese feinen Effekte, die fehlen mit so einem Einsteigerprodukt, egal ob Logitech PXN mit diesem 300-Euro-Paket gänzlich. Das muss dir bewusst sein. Aber wenn du dies alles rausspüren möchtest, dann wirst du entsprechend mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Wie sieht es aus mit der Geräuschkulisse jetzt hier im Rennstreckentest? Grobe, raue Effekte, die werden entsprechend grob und rau rückgemeldet über diese Mechanik. Die spürst du, die hörst du auch jetzt in Innenräumen. In hellhörigen Wohnungen ist es vielleicht für dich von Vorteil, wenn du etwas die Kraft runterdämpfst oder eine Dämpfung draufbringst. Das kann wichtig sein, wenn du in Nachtsitzungen hier unterwegs bist, um in hellhörigen Wohnungen kein Problem mit der Geräuschkulisse zu bekommen. Die Pedale verhalten sich absolut unauffällig, sehr leise. Auch das leise Klicken der Shifter-Mechanik in meinen Augen kein Problem. So viel jetzt zum sehr ausführlichen Rennstreckentest. Ich hoffe, euch hier einiges mitgegeben zu haben. Drehe die Runde noch fertig und melde mich in Kürze wieder bei euch. Raus aus dem Rig und kommen wir auf die Zielgerade. Die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 17, die Nachteile. Der fehlende PlayStation 5 Support ist ein Nachteil, da alle anderen Plattformen bis hin zu PlayStation 4 unterstützt werden. Hier scheint die seit PlayStation 5 eingeführte DualSense Controller-Abfrage eine Hürde für diverse emulierte Kompatibilitäten von Drittanbietern darzustellen. Zweiter Nachteil ist eine zu schwache Feder an der Bremse. Im Speziellen dann, wenn du an dem Rig montiert unterwegs sein möchtest und die Bremse kräftiger rausspüren willst.
In meinen Augen würde die Bauweise der Pedale eine kräftigere Feder vertragen, wenn man das PXN-Set eben fix verschraubt an einem Rig betreiben möchte. Für den freistehenden Bodenbetrieb sind die Kräfte leicht genug dimensioniert, um ein Wegrutschen zu verhindern. Die Mechanik der analogen Pedals ist haptisch gesehen unbefriedigend. In Sachen Montage der Wheelbase würde ich mir Gewindelöcher auch in selbiger, sprich in der Wheelbase wünschen, um auf dieses Montagebracket verzichten zu können. Kapitel Nummer 18, die neutralen Aspekte. Das Betätigungsfeedback der Schaltmechanik beurteile ich als neutral. Hier wählt PXN geringe Auslösekräfte, das Feedback in der Endlage geht aber in Ordnung. Gleiches gilt für den Shifter, welcher mit einem leichten, aber präzisen Feedback in der Endlage der Schaltgassen einrastet. Die Betätigung der Buttons am Lenkrad fühlen sich haptisch gesehen zufriedenstellend an. Die PXN V10 Wheelbase geht nicht martialisch laut, aber auch nicht flüsterleise zu Werke. Dies ist, wie bereits erwähnt, bauartbedingt ein Umstand, den ihr in dieser Preisklasse in Kauf nehmen bzw. berücksichtigen müsst und hat eine neutrale Bewertung zur Folge. Kapitel Nummer 19, die positiven Aspekte. PXN bietet mit dem V10 eine für diese Preisklasse positive Force Feedback Performance mit einem Drehmoment von gut 2,5 Newtonmeter, welches gefühlsmäßig leicht über einem Logitech G29, G923 angesiedelt ist. In Sachen Ausstattung bringt PXN einige Pluspunkte an den Start, die in dieser Preisklasse normalerweise nicht Standard sind. Ein Quick-Release-System bietet künftig Optionen, ohne rumschrauben und auf Drittanbieter-Modifikationen setzen zu müssen. Negativ bewertet habe ich den fehlenden PlayStation 5 Support, dafür können PlayStation 4 und parallel Xbox-Systeme betrieben werden. Das Feature analoger Pedals habe ich in dieser Preisklasse bis dato noch nicht gesehen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Shifter oder die Pedale auch direkt über den PC verwendet werden können. Somit kann die Peripherie auch standalone weiter genutzt werden, wenn man auf eine andere Wheelbase setzen möchte. PXN legt für die direkte Verbindung zur Base und auch zum Standalone-Betrieb mit dem PC zahlreiche Kabel bei. Das ist vorbildlich gelöst. Die Pedale hinterlassen mit geräumigem Layout für Leute wie mich, die größere Füße an die Pedalerie bringen, ein positives Feedback, genügend Platz. Pedalsets der Mitbewerber sind mir dahingehend in diesen günstigen Preisklassen meistens zu beengt, da die Pedalplatten viel zu dicht aneinander liegen, aber hier macht PXN in meinen Augen in Sachen Layout einen guten Job. Ein weiteres Plus ist die einwandfrei funktionierende App, die ohne Frickelei, ohne Abstürze in meinen Testläufen problemlos funktionierte. So kommen wir zu Kapitel Nummer 20, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. PXN bringt mit dem V10 ein Komplettpaket zum fairen Preis von rund 300 € an den Start. Abstriche in der Zahnradmechanik gilt es hinzunehmen, wenn man in diesem Preisbereich unterwegs sein möchte. Dies gilt aber auch für andere Mitbewerber in dieser Liga. In Sachen Nutzerfreundlichkeit funktioniert alles Plug and Play und selbsterklärend. Der Aufbau ist in 5 Minuten erledigt und die Kompatibilität gibt keinen Grund zur Beanstandung. Als potenzieller Käufer musst du dir bewusst sein, dass du mit rund um die 2,5 Newtonmeter Drehmoment, die ich in meinen Testläufen rausgemessen habe, keine realen Kräfte des Rennsports simulieren kannst. Vergiss aber nicht, dass die Immersion trotzdem um Welten höher ist, wenn du von einem Controller zu einem Lenkrad, egal welchen Mitbewerbers oder zu PXN, samt Pedalen und Shifter upgradest. Auf den Punkt gebracht bietet PXN mit dem V10 ein mit Features gut aufgestelltes Gesamtpaket, welches mit einem Quick Release, analogen Pedals und einer gut funktionierenden App zusätzliche Pluspunkte sammelt und preislich im fairen Rahmen bleibt. Ich persönlich bin gespannt, was PXN mit dem auf der Homepage ersichtlichen PXN 12, einer offensichtlichen Direct Drive Wheelbase, an den Start bringen wird, und auch hier werde ich mich für euch um ein Testmuster bemühen. Vor einem spannenden Ausblick über die geplanten Reviews seid nun ihr am Zug. Wie gefällt euch das PXN V10 Einsteigerpaket und denkt ihr daran, den Controller beiseite zu legen, auf ein Lenkrad zu wechseln, oder habt ihr dies bereits getan? Lasst mich dies in den Kommentaren wissen. Bitte vergesst an dieser Stelle nicht, meinen Kanal zu unterstützen, da ich ausschließlich auf euren Support angewiesen bin und ich auch in Zukunft keine Affiliate-Links, Discount-Codes und so weiter anbieten werde, bei welchen Verkäufen ich dann mitverdienen würde. Nur so gelingt in meinen Augen objektives Reviewing,
das ich auch nach Jahren weiterhin so und genauso und nicht anders betreiben möchte. Kapitel Nummer 21, ein spannender Ausblick. Die Umbauarbeiten meiner Rigs in meinem Testcenter sind abgeschlossen und wie in diesem Review gesehen, ist der Simetic X2 bereits voll in Betrieb gegangen. Mit dem Simetic X2 in Vollausstattung und einem Pro Simrig PSR1 sind nun 2 massive Rigs in meinem Testcenter eingezogen, die alle Möglichkeiten bis hin zu Triple Monitor Setup bieten. Motion wird beim X2 in Kürze ergänzt. Das X2 Review wird in Kürze online gehen. Weitere Reviews sind bereits in Planung. Also dann, ich bedanke mich wieder mal fürs Dabeisein und den Support in meinem Kanal. Abo und Like bitte nicht vergessen. Wir sehen uns. Liebe Grüße von eurem Ron.